Vielen Dank, Frau Ulrike Müller, Mitglied des Europäischen Parlaments, dass Sie sich die Zeit heute nehmen für uns. Ulrike Müller ist Mitglied des Landwirtschaftsausschusses des Europaparlaments und auch agrarpolitische Sprecherin für Renew Europe. Heute sprechen wir das Thema Mykotoxine an. Das klingt kompliziert, kann man aber auch in einem kurzen Interview mal beleuchten. Was sind eigentlich dann Mykotoxine und warum sollten sich Verbraucher davor Sorgen machen? Vielen herzlichen Dank, dass ich heute Ihnen etwas erklären kann. Ich freue mich sehr. Mykotoxine sind Schimmelpilze. Es handelt sich um ein Stoffwechselprodukt von Schimmelpilzen und die befallen Kulturpflanzen, aber auch gelagerte Lebensmittel. Häufig betroffen sind Getreide oder auch Mais, aber auch in Nüssen findet man sie. Und es kann aber auch sein, dass sie eben bei der Lagerhaltung sich bilden, gerade dann, wenn Insekten eventuell noch in den Lagern mit sind, kann sich sowas bilden. Mykotoxine sind wirklich eine große Gefahr für den Menschen. Die FAO schätzt, dass tatsächlich 25% der Weltnahrungsmittelproduktion Mykotoxin belastet ist. Das ist eine enorme Zahl und sie sind auch wirklich gefährlich für die Menschen, weil es kann zu Schädigungen der DNA kommen. Es kann auch krebserregend sein. Gerade bei Föten, bei schwangeren Frauen ist es sehr gefährlich. Es kann zu Fehlbildungen bei den Kindern kommen. Und hier hat natürlich die Europäische Union und wir eine besondere Verpflichtung, auch hier Grenzwerte festzusetzen und Lebensmittelkontrollen durchzuführen, dass wir hier sichere Lebensmittel auf dem Markt haben. Es ist nicht nur ein Problem von Waren, die importiert werden, sondern es ist auch ein Problem innerhalb Europas. Frankreich hat jetzt zum Beispiel einen Antrag gestellt, dass wir die Höchstzulassungsgrenzen erhöhen und hier Ausnahmen gemacht werden. Also da ist es schon wirklich so, dass man hier eine weite Bandbreite hat und wir tatsächlich aktiv werden müssen, wenn es um den Verbraucherschutz geht. Ja, vielen Dank dafür. Dann zuerst, also man kennt das aus dem Haushalt selbst manchmal, wenn sich dieser weiße Schimmel dann tut. Sehr oft sagt man dann, okay, ich schneide das dann einfach weg, aber es kann auch problematischer sein als nur diese Bestandteile. Mit welchen Methoden nutzen Landwirte dann, um dieses Problem zu lösen? Wie bekämpft man Mykotoxine und diese Mittel, die benutzt werden, um Mykotoxine zu bekämpfen, warum stehen die ganz oft in der Kritik? Ja, Sie haben jetzt angesprochen, dass man den Schimmel, wenn man sieht, ja wegschneidet. Das ist so gängige Praxis. Aber wissen Sie, wenn man den Schimmel sieht, ist es schon ein sehr weites Stadium. Diese Mykotoxine sind ja so klein, die sind oft in einem weiten Umfeld im Brot oder in Lebensmitteln enthalten. Da kann man nicht nur einfach ein bisschen wegschneiden. Also es ist Vorsicht geboten und Mykotoxine sind wirklich eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit. Darum müssen wir auch diese Maßnahmen ergreifen. Ja, welche Methoden kann ein Landwirt da anwenden? Natürlich ist es die gute fachliche Praxis. Zuerst mal muss man bei der Bewirtschaftung der Böden auf Fruchtfolge achten. Man muss gucken, dass man den Boden ordentlich bearbeitet. Wenn man den Wechsel in der Frucht hat, entstehen die weniger schnell als wie immer nur Monokulturen. Und dann müssen wir natürlich versuchen, in der Kulturpflanze diesen Druck gering zu halten. Da bedeutet es Prävention. Und Prävention ist für mich natürlich ganz wichtig, dass wir den Schimmelpilzbefall schon bei dem Ausbringen des Saatguts hier mit behandeln. Es geht immer um Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Und hier brauchen die Landwirte einen bunten Mix von Pflanzenschutzmitteln, dass man wenig anwenden muss. Es ist immer diese Kombination, die gute fachliche Praxis plus der Pflanzenschutz. Das ist ja dafür da, dass die Menschen gesund bleiben und brauchen wir nicht immer nur Pestizide nennen. Das ist wirklich sehr wichtig, weil wenn wir dann im Vorfeld kleine Mengen ausbringen, gezielt, passgenau auf diese bestimmten Mykotoxine anwenden, dann brauchen wir wenig
Und dann kriegen wir hochwertigste Lebensmittel, können wir erzeugen. Und das ist, glaube ich, das Ziel von jedem Landwirt, dass wir in der Kombination mit unserem fachlichen Wissen wenig Pflanzenschutz anwenden, aber zielgenau. Wenn wir jetzt in der Politik debattieren und sagen, wir nehmen viele Substanzen vom Markt und wir haben sie nicht mehr in der Anwendung, weil sie eventuell in einer gewissen Dosis krebserregend sind, die wir in der Regel nie erreichen, dann haben die Landwirte das Problem, dass wir weniger Substanzen zur Verfügung haben, von diesen wenigen mehr ausbringen müssen, weil Resistenzen entstehen. Und dann ist es eigentlich genau im Gegenteil von dem, was wir wollen, dass wir die Verbraucher schützen. Und das war auch immer mein Ansinnen. Auf nationaler, internationaler Ebene haben wir diesen Codex Alimentarius. Das ist eine Sammlung von internationalen Lebensmittelsicherheitsnormen von der UN, von der WTO, von der FAO. Die gelten als Regeln für den internationalen Handel. Und hier schauen wir wirklich genau, dass wir Produkte im Einsatz haben, die geprüft sind, die alle untersucht sind, die von unseren europäischen Agenturen abgecheckt sind, um dann tatsächlich diesen Schimmelpilzbefall in den Lebensmitteln zu reduzieren. Und das ist so die Möglichkeiten, die der Landwirt dann letztendlich auch hat. Diese Kritiken gegenüber diesen Pflanzenschutzmitteln, die sind sehr verbreitet im Europaparlament. Jede gute Woche gibt es ein neues Mittel, was diskutiert wird. Funktioniert diese politische Debatte auf Wissenschaftsbasis oder sind hier ganz oft die politischen Präferenzen der verschiedenen MdBs in den Diskussionen? Also wie genau funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht selbst das Europaparlament jetzt nonstop verfolgt? Ja, die Diskussion um den Pflanzenschutz ist ja spätestens entbrannt in der öffentlichen Wahrnehmung seit der Debatte um Glyphosat. Wissen Sie, ich bin praktizierende Bäuerin und wenn ich da diese Unwahrheiten, die die NGOs und tatsächlich verwendet haben und was man aus dem Zusammenhang den Bürgern erzählt hat, das ist sehr traurig. Glyphosat ist das Abbauprodukt, wird nachgewiesen, und dieses Abbauprodukt von Glyphosat ist das gleiche wie das von Waschmitteln. Und kein Bürger würde unterscheiden, ob das jetzt von seiner Waschmittelsubstanz ist oder von seinen, ja, also das ist halt wirklich eine leidige Diskussion. Mit diesem Ideologisieren ist im Moment hier im Parlament fast keine fachlich-inhaltliche Diskussion mit wissenschaftlich basierten Daten und Fakten mehr möglich. Das macht mir große Sorgen. Es war im letzten Parlament schon schwierig. Da wurde ja dann dieser PEST-Untersuchungsausschuss gegründet, also ob diese Verfahren, die die Europäische Union anwendet, bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln richtig sind. Wir haben festgestellt, es sind ein paar Verbesserungen möglich. Es ist immer was möglich. Die Schweden dokumentieren anders wie die Deutschen oder die ganzen unterschiedlichsten vernetzten Labore. Das darf nicht sein. Da können wir nachbessern, aber im Detail geht es doch um wirklich hohe Sicherheitsstandards bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir zurückkommen zu einer sachlicheren Debatte, die mehr Vertrauen schafft in unsere wissenschaftlichen Fachleute und unsere Behörden. Es ist immer in der Kritik die EFSA und die ECHA, also die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit, und die Europäische Chemieagentur. Aber dort sitzen die Experten, die tatsächlich wissenschaftlich belegen, wie wirkt ein Wirkstoff. Und hier würde ich mir wirklich wünschen, dass es wieder zur Normalität kommt. Allerdings schaut die Realität ein bisschen anders aus. Dieses Parlament ist wesentlich grüner geworden, wesentlich extremer geworden. Und Sie wissen es, die NGOs oder diese Organisationen, die wollen Spenden sammeln. Und mit einfachen Botschaften die Menschen auf die Bäume zu treiben, ist leicht. Aber es geht hier tatsächlich um ein bisschen mehr. Es geht um vorbeugenden Verbraucherschutz. Und es geht um Pflanzenschutzmittel, damit die Menschen gesund bleiben und damit wir keine Ernteverluste haben
Und das würde ich gerne wieder hier in den Fokus stellen. Ich kann von mir sagen, ich arbeite im Europäischen Parlament immer auf wissenschaftlicher Basis und ich vertrete das dann auch. Wenn die EFSA dann was rausbekommt, wo nicht in meinem Interesse ist, dann ist es so. Dann ist es aber auch belegt. Und das sollte eigentlich die Grundlage eines jeden Politikers sein. Wir sind keine Toxikologen, wir können nicht alles wissen und da müssen wir uns auf die Fachleute verlassen. In diesem Sinne möchte ich im Parlament weiterarbeiten. Ja, vielen Dank, das war eine sehr komplette Antwort. Als letztes dann, wo können Bürger Sie erreichen, wenn Sie Fragen haben? Was ist das beste Medium, um Ulrike Müller zu erreichen und Fragen zu stellen? Also Ulrike Müller findet man im Telefonbuch, kann man natürlich hier im Europäischen Parlament anrufen. Wir haben ein Bürgerbüro in Kempten im Oberallgäu und ich bin auf Facebook und Twitter unterwegs, genauso wie auf Instagram. Ich freue mich über Ihre Anfragen und Sie können versichert sein, dass Sie mit mir eine starke Kämpferin haben für die sachorientierte, wissenschaftlich orientierte Politik und da unterstütze ich Sie sehr, sehr gerne. Vielen Dank und auch unseren Zuhörern vielen Dank fürs Einschalten. Wer mehr Informationen über das Thema Mykotoxine finden will, wir haben auch ein Research Paper zum Thema, was es auch auf Deutsch gibt. Das heißt Prävention von Mykotoxinvergiftungen in Europa. Das heißt von mir selbst geschrieben. Ich habe besonderes Interesse an diesem Thema. Vielen Dank noch einmal, Frau Müller, und einen schönen Tag Ihnen. Dankeschön. Alles Gute Ihnen.